Die Vereinten Nationen bieten dir folgenden Deal an. 99% Chance auf 1 Milliarde Euro, 1% Chance, dass alle Menschen sterben. Würdest du unterschreiben? Genauso fühlt sich für viele Spitzenforscher gerade das Rennen um Superintelligenz an. Einige prognostizieren AGI um 2027, humanoide Roboter, die fast jeden Job erledigen können, um 2030 und sprechen von bis zu 99% Arbeitslosigkeit und der realen Möglichkeit, dass wir die Kontrolle verlieren. Gleichzeitig sitzt du vielleicht im Büro, im Hörsaal oder in der Werkshalle und versuchst einfach nur, deinen Job gut zu machen, deine Karriere zu planen und irgendwie mit KI mitzuhalten. Ich bin Felix, Wirtschaftsingenieur und Berater. Ich baue selber KI-Use-Cases für Unternehmen und lese diverse Paper, die seit 15 bis 20 Jahren an KI-Sicherheit arbeiten und inzwischen sagen, wir wissen nicht, wie wir das sicher hinbekommen. Diese Spannung zwischen krasser Zukunftsprognose und ganz normalem Arbeitsalltag ist die Situation, in der wir beide gerade leben. Erstens, dir klar machen, wie radikal sich unsere Welt durch KI verändern kann, ohne das Ganze auf reines Endzeit-Kino runterzubrechen. Zweitens, dir konkrete Handlungsoptionen geben, wie du heute kluge Entscheidungen für deine Karriere, dein Unternehmen und dein Leben triffst. Obwohl die nächsten 20 Jahre niemand ernsthaft vorhersagen kann. Dafür habe ich dir jetzt in diesem Video 5 konkrete Learnings mitgebracht. Erstens, warum KI keine normale Technologie ist. Zweitens, wie du deine Entscheidungen in sinnvolle Zeithorizonte aufteilst. Drittens, wie du KI souverän statt KI panisch oder KI nativ wirst. Viertens, wie du Sinn findest, auch wenn Jobtitel brüchig werden. Und fünftens, wie du Verantwortung übernehmen kannst, obwohl du dich klein fühlst. Wenn du dieses Video zu Ende schaust, wirst du besser einschätzen können, wie ernst das Thema wirklich ist, wo du dich nicht verrückt machen solltest und welche konkreten nächsten Schritte für dich sinnvoll sind. So, jetzt lass uns mit Tipp 1 starten. Versteh den Paradigmenwechsel. KI ist keine Meta-Erfindung, kein neues Werkzeug. Das Standardargument gegen alle KI wird alles verändern Szenarien klingt ungefähr immer so. Das hatten wir schon bei der Dampfmaschine, beim Fließband, bei Robotern. Am Ende sind immer neue Jobs entstanden. Das stimmt für Werkzeuge, die einzelne Tätigkeiten effizienter machen. Feuer, das Rad, der Bagger, der Industrieroboter. Was wir jetzt bauen, ist etwas anderes. Intelligenz selbst. Einen allgemeinen Problemlöser, den du theoretisch auf jeden Job ansetzen kannst. Ein KI-Sicherheitsforscher hat es so beschrieben. Früher hast du Werkzeuge erfunden, die dir helfen. Jetzt erfindest du einen neuen Erfinder, der selbst neue Werkzeuge und Lösungen baut. Wenn du dann noch humanoide Roboter dazu packst, hast du Intelligenz plus Körper. Also ein Arbeiter, der alles kann, was Menschen tun, nur schneller, billiger und irgendwann besser. Was bedeutet das für dich? Hör auf, KI wie noch ein Tool zu sehen, das ein paar Aufgaben abnimmt. Denk KI eher wie einen extrem klugen Kollegen mit unfassbarer Rechenpower, den du auf fast alles ansetzen kannst. Wenn jemand jetzt sagt, KI wird bestimmt Jobs nie können, Job X, weiß der Geier, dann sei sehr skeptisch. Das haben Taxifahrer, Programmierer und Professoren alle schon über sich gesagt. Das Learning, was ich jetzt daraus ziehe, ist, behandle KI nicht wie neues Werkzeug, sondern wie einen extrem schnellen, extrem billigen Kollegen mit Potenzial zum Chef. Tipp Nummer 2. Plane in Zeithorizonten und nicht in Jobtiteln forever. So. Weil bisher war die Empfehlung bei Automatisierung immer, dein Job verschwindet, dann lern halt was Neues. Umschulen, weiterbilden, andere Branche. Das funktioniert, solange einige Jobs automatisiert werden, aber andere entstehen. Wenn aber Forscher davon sprechen, dass alle Jobs prinzipiell automatisierbar werden, vom Fahrer über die Buchhaltung bis hin zur Forschung, dann gibt es keinen einfachen Plan B mehr. Nach dem Motto, dann werde ich halt Prompt Engineer. Du hast das schon gesehen. Vor ein paar Jahren hieß es, lern programmieren, dann bist du safe. Dann
Werde Prompt Engineer. Das ist der neue heiße Scheiß. Und jetzt sehen wir erste Tools, die Prompts für dich schreiben und Agenten, die sich Aufgaben selbst zerlegen. Was kannst du jetzt in so einem Szenario tun? Mein Vorschlag ist, denk in Zeithorizonten, nicht in ewigen Jobtiteln. So, ich gebe mal ein Beispiel. 0 bis 3 Jahre. Entscheide da sehr konkret, welche Skills, Projekte, Branchen bringen dir jetzt Momentum. Als Beispiel kann ich dir sagen, vielleicht magst du gerne im Vertrieb zu arbeiten. Dann lern doch KI-Tools sinnvoll zu nutzen, um deine Pipeline transparenter zu machen und bessere Entscheidungen zu treffen. Long-Term, 3 bis 10 Jahre, ist mein Vorschlag, öffne Optionen, statt dich einzuengen. Baue Kompetenzen auf, die nicht nur an einem Jobtitel gebunden sind, sondern eher sowas wie analytisches Denken, mit Unsicherheit umgehen, Verantwortung übernehmen, mit Technik, aber auch mit Menschen sprechen können. Und jetzt, on the long run, 10 Jahre plus, da bin ich brutal ehrlich, niemand weiß, wie eine Welt mit reifer AGI und vielleicht sogar Superintelligenz aussieht. Ich habe keine Ahnung und ich denke, jeder, der davon was behauptet, dass er Ahnung hat, hat keine Ahnung. Und hier mein Vorschlag, plane nicht im Detail, sondern in Szenarien. Was, wenn Arbeit massiv weniger wird? Was, wenn Sinn nicht mehr primär über Jobtitel kommt? Daher meine Sichtweise, plane deine Zukunft wie ein Portfolio, konkret für 3 Jahre, optional für 10, danach nur noch in Szenarien, nicht in Illusionen von Sicherheit. Tipp Nummer 3. Bau dir KI-Souveränität zwischen Panik und Verdrängung. Die meisten Menschen reagieren auf diese Themen mit einer von 2 Strategien. Entweder sie verdrängen, nach dem Motto, KI kann nicht kreativ sein, nicht empathisch, nicht so einzigartig wie ich. Mein Job ist safe. So argumentieren heute noch Fahrer, Professoren und kreative Personen. Die zweite Resonanz, die ich oft höre, ist Panik. Ich verfalle in Doomscrolling, Endzeit-Talk, aber keine konkreten Schritte im eigenen Leben. Beides ist verständlich, aber beides hilft dir nicht wirklich. Was du brauchst, ist Souveränität. Du weißt, was passiert. Du weißt, was niemand weiß. Und du handelst trotzdem. Hier 3 konkrete Schritte. Erstens, lern doch die Begriffe, ohne jetzt ein super Nerd zu werden. Verstehe grob den Unterschied zwischen Narrow AI, also Systeme, die eine Sache extrem gut können, zum Beispiel Protein Folding, AGI, Systeme, die viele verschiedene Aufgaben auf menschlichem Niveau erledigen und Superintelligenz, Systeme, die in allen Bereichen besser sind als alle Menschen zusammen. Heißt jetzt ganz konkret, wenn du diese 3 Level auseinanderhalten kannst, kannst du Nachrichten, Marketing und Hype schon mal viel, viel besser einordnen. Nutze auch KI bewusst und nicht nur aus Spaß. Vor allem bei meinen Eltern sehe ich das. Die machen das immer aus Spaß. Aber ich sehe auch, dass du KI in deinem Job mal testen sollst, im Studium, in deinen Projekten. Mach dir klar, wo du Verantwortung trägst. Hier ist ganz wichtig, wenn KI für dich Entscheidungen vorbereitet, ist es deine Aufgabe, die Annahmen zu hinterfragen. Auch ein weiterer Punkt, stell den Menschen, die KI bauen, stell ihnen verdammt unangenehme Fragen. Viele Top-Forscher sagen offen, wir verstehen unsere Modelle nur teilweise. Wir entdecken ständig neue Fähigkeiten in alten Modellen und für das Thema Sicherheit gibt es bisher vor allem Patches. Also, wenn jemand jetzt behauptet und dir erzählt, er könne sichere Superintelligenz bauen, frag nach. Erstens, wie willst du das konkret kontrollieren? Zweitens, was passiert, wenn ihr euch irrt? Und drittens, wo ist das peer-reviewte Konzept dazu? Das sind 3 Fragen, auf die hat keiner wirklich eine Antwort. Das heißt, KI-Souveränität heißt nicht Angst zu haben, sondern zu wissen, wovor du zu Recht Respekt hast und wo nur Marketing am Werk ist. Tipp Nummer 4. Finde Sinn, der nicht an deinem Jobtitel hängt. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt und der hat mich auch persönlich richtig getroffen. Nehmen wir mal an, KI hat einen Großteil der Arbeit automatisiert. Was machen wir dann mit Milliarden Menschen mit 60 bis 80 Stunden zusätzlicher Zeit pro Woche, blöd gesagt?
Viele von uns definieren sich fast ausschließlich über ihren Job. Ich bin Berater, ich bin Entwickler, sie ist Ärztin, er ist Gründer, er ist Ingenieur. Wenn das wegfällt oder massiv relativiert wird, bleibt bei vielen ein Loch. Das sehen wir heute schon bei Menschen, die früh in Rente gehen und plötzlich ohne Struktur dastehen. Und da ist die unbequeme Wahrheit: Wenn dein kompletter Sinn an einer Visitenkarte hängt, ist dein Fundament verdammt instabil. Ganz unabhängig davon, ob KI kommt oder nicht. Was kannst du jetzt tun? Baue Sinnquellen auf, die nicht automatisierbar sind. Was meine ich damit? Beziehungen, Familie, Freundschaften, Ehrenamt, Projekte, bei denen es dir nicht primär um Geld geht. Such dir Themen, bei denen du Wirkung spürst. Das kann ein KI-Projekt im Unternehmen sein, das echten Mehrwert liefert, ein soziales Engagement oder deine eigene Weiterbildung auf einem Gebiet, das dir wichtig ist. Lebe auch bewusster und nicht hektischer. Einige Forschende haben es so formuliert: Wenn du weißt, dass die Zukunft extrem unsicher ist es kein Grund, in Schockstarre zu verfallen. Im Gegenteil, es ist ein Argument, deinen Alltag bewusster zu leben und weniger Zeit mit Dingen zu verschwenden, die du hast. Tipp Nummer 5. Übernimm Verantwortung, auch wenn du dich klein fühlst. Es ist super verlockend, bei diesen Szenarien zu sagen: Da oben sitzen Konzerne, Staaten, Milliardäre. Wenn die Superintelligenz bauen wollen, kann ich doch eh nichts machen. Aber genau diese Haltung sorgt dafür, dass die den größten Anreiz haben, Risiken zu ignorieren, am lautesten sind. Das ist ein Punkt, den ich extrem spannend finde. Wenn Menschen, die heute Superintelligenz bauen wollen, das Risiko wirklich persönlich verstehen, inklusive der Möglichkeit, dass sie selbst und ihre Familien betroffen sind, dann verschiebt sich der Anreiz. Geld ist wertlos, wenn niemand mehr da ist, der es ausgeben kann. Was kann man jetzt daraus ziehen? Auf einer persönlichen Ebene kannst du dir überlegen, woran du arbeitest. Unterstützt dein Job, dein Startup, dein Projekt eher sichere Tools für konkrete Probleme oder drückst du mit Vollgas in Richtung Agenten, die alles können sollen? Du musst nicht perfekt sein, aber du kannst bewusste Entscheidungen in diesem Thema treffen. Auf gesellschaftlicher Ebene ist es wichtig, dich zu informieren über Initiativen, die sich für sichere KI einsetzen. Von Forschung über Regulierung bis hin zu Bewegungen, die Transparenz und Pausen fordern. Das ist natürlich super spannend in der EU, aber auch weltweit. Da gibt es ein vielschichtiges Thema. Du musst nicht sofort mit Plakaten vor Konzernzentralen stehen, aber du kannst deinen politischen Vertreter anschreiben, an Anhörungen teilnehmen, öffentliche Debatten nicht den Lautesten überlassen. Und jetzt noch auf einer narrativen Ebene. Wenn in deinem Job oder in deinem Umfeld über KI gesprochen wird, kannst du die Diskussion verändern. Statt KI ist nur ein Tool, chill oder wir sind sowieso alle verloren, kannst du sagen: Ja, das Potenzial ist riesig. Ja, das Risiko ist real. Und genau deshalb sollten wir bewusst entscheiden, welche Technologien wir bauen und welche nicht. So what? Ohnmacht ist bequem, aber sie ist auch eine Entscheidung. Verantwortung fühlt sich schwer an, aber sie ist das Einzige, was uns bleibt. Wenn du diese 5 Learnings erstmal nimmst, passiert was Spannendes. Du hörst auf, KI als reinen Hype oder reinen Horrorfilm zu sehen und fängst an, strategisch damit umzugehen. Du triffst deine Studien-, Job- oder Unternehmensentscheidungen nicht mehr so, als wäre die Welt von 2045 einfach eine etwas modernere Version von heute, sondern mit dem Bewusstsein, dass wir auf eine Phase zusteuern, die viele Forscher mit einer Singularität vergleichen. Das ist ein Punkt, hinter dem wir nicht sehen können. Gleichzeitig wirst du nicht gelähmt, weil du baust Fähigkeiten, Sinn und Strukturen auf, die dich tragfähig machen. Egal ob KI jetzt nur
alles effizienter macht oder ob sie wirklich zu dieser Meta-Erfindung wird, die Wissenschaft, Wirtschaft und Politik komplett auf den Kopf stellt. Wenn du jetzt aus diesem Video nur eine Sache mitnimmst, dann ist es diese. Behandle KI gleichzeitig als die größte Chance und das größte Risiko deiner Lebenszeit und plane dein Leben so, dass du in beiden Szenarien nicht völlig ausgeliefert bist. Verstehe auch den Paradigmenwechsel, also plane in Zeithorizonten, bau dir KI-Souveränität auf, such deinen Sinn und das nicht nur im Jobtitel. Und nimm deine Verantwortung ernst. Auch wenn sie sich klein anfühlt, wir können die nächsten Jahrzehnte nicht durchrechnen. Aber wir können sehr wohl entscheiden, ob wir blind mitlaufen oder bewusst handeln. Schreib gerne in die Kommentare, in welchem Job oder in welchem Studium du gerade bist und was macht dir beim Thema KI am meisten Sorgen. Ist es der Jobverlust, Kontrollverlust, Sinn oder irgendwas anderes? Ich lese mir das durch und mache dazu gerne auch ein Follow-up, wenn Interesse da ist. Wenn du jetzt bei dieser Journey dabei sein willst, zwischen KI, Industrie und ehrlichen Karrierefragen, dann lass gern ein Abo da. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis dahin, haut rein!